Thema: Geld leihen. Hey Anna, wie geht es dir heute? Hallo John, mir geht es gut, aber ich bin ein wenig gestresst wegen meiner Finanzen. Oh nein, was ist los? Nun, ich hatte diesen Monat einige unerwartete Ausgaben und ich habe nicht genug Geld, um sie zu decken. Ich habe mich gefragt, ob ich mir etwas Geld von Ihnen leihen könnte. Ich verstehe. Wie viel müssen Sie leihen? Ich hatte gehofft, etwa 1.000 $ leihen zu können, wenn das in Ordnung ist. Klar, ich kann dir das Geld leihen. Aber bevor wir das tun, können wir über Ihre Finanzen sprechen? Ja, natürlich. Es ist wichtig, dass Sie einen soliden Plan haben, damit Sie in Zukunft nicht darauf angewiesen sind, sich Geld zu leihen. Beginnen wir also damit, Ihre Einnahmen und Ausgaben durchzugehen. Okay, das hört sich gut an. Wie hoch ist dein monatliches Einkommen? Ich verdiene etwa 3.000 $ im Monat nach Steuern. Okay, und wie hoch sind deine monatlichen Ausgaben? Meine Miete beträgt 1.200 US-Dollar, meine Autozahlung 300 US-Dollar und ich gebe etwa 500 US-Dollar für Essen und andere Ausgaben aus. Ich verstehe. Damit haben Sie jeden Monat rund 1,000 US-Dollar an verfügbarem Einkommen. Ja, das stimmt. Hast du etwas von diesem Geld in Ersparnisse gesteckt? Nein, nicht wirklich. Ich habe nur versucht, über die Runden zu kommen. Ich verstehe. Nun, lassen Sie uns an einem Budget arbeiten, das jeden Monat einige Einsparungen enthält. Auf diese Weise haben Sie einen Notfallfonds für den Fall, dass in Zukunft unerwartete Ausgaben anfallen. Das ist eine gute Idee. Großartig. Nehmen wir also an, wir leihen Ihnen heute 1,000 US-Dollar. Wann glaubst du, wirst du in der Lage sein, es mir zurückzuzahlen? Ich denke, ich kann es dir in 1 oder 2 Monaten zurückzahlen. Okay, das funktioniert für mich. Und was glaubst du, wie viel du mir jeden Monat zurückzahlen kannst? Ich dachte an etwa 500 $ im Monat. Das ist fair. Und wenn Sie in dieser Zeit unerwartete Ausgaben haben, lassen Sie es mich einfach wissen und wir können den Plan entsprechend anpassen. Vielen Dank, John. Ich schätze Ihre Hilfe sehr. Kein Problem, Anna. Denken Sie nur daran, in Zukunft die Kontrolle über Ihre Finanzen zu übernehmen, damit Sie in Zukunft nicht darauf angewiesen sind, Geld zu leihen. Und wenn Sie weitere Hilfe oder Rat benötigen, zögern Sie nicht, sich an mich zu wenden. Danke, John. Ich verspreche, die Kontrolle über meine Finanzen zu übernehmen und mich in Zukunft nicht mehr darauf zu verlassen, Geld zu leihen. Das freut mich zu hören, Anna. Es ist wichtig, verantwortungsbewusst mit Ihren Finanzen umzugehen und für das Unerwartete zu planen. Dem stimme ich voll und ganz zu. Und ich schätze Ihre Hilfe und Ihren Rat sehr. Kein Problem, Anna. Denken Sie nur daran, sich an den besprochenen Rückzahlungsplan zu halten und mich auf dem Laufenden zu halten, wenn sich etwas ändert. Das werde ich auf jeden Fall machen. Nochmals vielen Dank, John. Gern geschehen, Anna. Pass auf dich auf und zögere nicht, uns zu kontaktieren, wenn du etwas brauchst. Hey Anna, mir ist aufgefallen, dass du das Geld, das du dir von mir geliehen hast, noch nicht bezahlt hast.
Was ist los? Oh, es tut mir leid, John. Ich hatte mit einigen unerwarteten Ausgaben zu tun, die aufgetaucht sind. Ich verstehe, aber wir haben einen Rückzahlungsplan gemacht, dem du zugestimmt hast. Können Sie mir ein Update geben, wann Sie die Zahlungen vornehmen können? Eigentlich muss ich ehrlich zu dir sein, John. Am Ende habe ich das Geld für etwas ganz anderes verwendet. Wie meinst du das? Sie sagten, Sie bräuchten das Geld für unerwartete Ausgaben. Ich weiß, und es tut mir wirklich leid. Ich hatte einige andere Rechnungen, die ich bezahlen musste, und ich hatte nicht genug Geld. Anna, ich bin wirklich enttäuscht. Wir haben eine Vereinbarung getroffen, und Sie haben dieses Vertrauen gebrochen, indem Sie das Geld für etwas ganz anderes verwendet haben. Ich weiß, und es tut mir wirklich leid. Ich wollte Ihr Vertrauen nicht enttäuschen. Ich verstehe, dass unerwartete Ausgaben auftreten können, aber es ist wichtig, ehrlich zu sein und mit mir über Änderungen an unserer Vereinbarung zu kommunizieren. Vertrauen ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Beziehung, auch von Freundschaften. Das verstehe ich vollkommen, John. Ich fühle mich schrecklich, weil ich dein Vertrauen gebrochen habe. Es wird einige Zeit dauern, dieses Vertrauen wieder aufzubauen, Anna. Aber ich möchte dir trotzdem helfen. Lassen Sie uns über einen neuen Rückzahlungsplan sprechen, der für uns beide funktioniert, und sicherstellen, dass wir in Zukunft auf derselben Seite stehen. Danke, John. Ich schätze Ihre Bereitschaft, mir trotz meines Fehlers zu helfen, sehr. Natürlich, Anna. Wir alle machen Fehler, aber es ist wichtig, daraus zu lernen und Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen. Lassen Sie uns an einem neuen Plan arbeiten, mit dem wir uns beide wohlfühlen. Okay, das hört sich gut an. Ich verspreche, in Zukunft ehrlicher zu sein und mit Ihnen zu kommunizieren. Das ist alles, was ich verlangen kann, Anna. Lassen Sie uns vorwärts gehen und zusammenarbeiten, um Sie finanziell wieder auf Kurs zu bringen. Anna, ich weiß es zu schätzen, dass du ehrlich zu mir bist. Aber ich muss klarstellen, dass ich enttäuscht bin, dass Sie das Geld nicht für den Zweck verwendet haben, den wir besprochen haben. Ich verstehe, John. Und es tut mir wirklich leid, dass ich Ihr Vertrauen gebrochen habe. Ich habe einen Fehler gemacht. Okay, ich weiß deine Entschuldigung zu schätzen. Es ist wichtig, dass wir offen und ehrlich zueinander sind, besonders wenn es um finanzielle Angelegenheiten geht. Dem stimme ich voll und ganz zu, John. Und ich verspreche, in Zukunft verantwortungsbewusster und transparenter zu sein. Das ist gut zu hören, Anna. Lassen Sie uns also an einem neuen Plan arbeiten, der berücksichtigt, was passiert ist. Okay, das hört sich gut an. Ich bin bereit, alles zu tun, was nötig ist, um die Dinge in Ordnung zu bringen. Das weiß ich zu schätzen, Anna. Lassen Sie uns einen neuen Rückzahlungsplan entwickeln, der für uns beide funktioniert, und sicherstellen, dass wir in Zukunft auf derselben Seite stehen. Danke, John. Ich schätze Ihr Verständnis und Ihre Bereitschaft, mir trotz meines Fehlers zu helfen, sehr. Natürlich, Anna. Wir alle machen Fehler, aber es ist wichtig, daraus zu lernen und voranzukommen. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, Sie finanziell wieder auf Kurs zu bringen. Anna, ich muss ehrlich zu dir sein. Ich bin enttäuscht, dass Sie das Geld nicht für den Zweck verwendet haben, den wir besprochen haben. Vertrauen ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Beziehung, auch von Freundschaften. Ich verstehe, John. Und es tut mir wirklich leid, dass ich Ihr Vertrauen gebrochen habe. Ich habe einen Fehler gemacht.
Ich weiß deine Entschuldigung zu schätzen, Anna. Aber es ist wichtig, dass wir offen und ehrlich miteinander umgehen, vor allem, wenn es um finanzielle Angelegenheiten geht. Vertrauen braucht Zeit, um aufgebaut zu werden, kann aber leicht gebrochen werden. Das verstehe ich vollkommen, John. Und ich verspreche, in Zukunft verantwortungsbewusster und transparenter zu sein. Das ist gut zu hören, Anna. Es ist wichtig, Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen und aus unseren Fehlern zu lernen. Ich möchte Ihnen immer noch helfen, aber wir müssen daran arbeiten, dieses Vertrauen wieder aufzubauen. Ich verstehe, John. Und ich schätze Ihre Bereitschaft, mir trotz allem, was passiert ist, zu helfen. Natürlich, Anna. Wir sind Freunde, und ich möchte dich unterstützen. Aber lassen Sie uns an einem neuen Plan arbeiten, der berücksichtigt, was passiert ist, und sicherstellen, dass wir in Zukunft auf derselben Seite stehen. Danke, John. Ich bedanke mich sehr für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. John, ich möchte nur noch einmal sagen, wie leid es mir tut, dass ich dein Vertrauen gebrochen habe. Ich verspreche Ihnen, es wieder gut zu machen und daran zu arbeiten, dieses Vertrauen wieder aufzubauen. Das weiß ich zu schätzen, Anna. Es geht nicht nur um das Geld, sondern auch um das Vertrauen, das wir zueinander haben. Und ich bin bereit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um die Dinge in Ordnung zu bringen. Danke, John. Ich verstehe, dass Vertrauen wichtig ist, und ich verspreche, in Zukunft ehrlicher und transparenter mit Ihnen zu sein. Das ist gut zu hören, Anna. Und lassen Sie uns dies als Lernerfahrung nutzen. Ehrliche und verantwortungsvolle Kommunikation ist entscheidend, wenn es darum geht, Geld zu leihen und zu verleihen, und wir müssen für unser Handeln verantwortlich sein. Dem stimme ich voll und ganz zu, John. Und ich schätze Ihre Unterstützung und Ihre Bereitschaft, mir trotz allem, was passiert ist, zu helfen. Gern geschehen, Anna. Wir sind Freunde, und ich möchte dir helfen. Lassen Sie uns an einem neuen Plan arbeiten, der berücksichtigt, was passiert ist, und sicherstellen, dass wir in Zukunft auf derselben Seite stehen. Danke, John. Ich bedanke mich sehr für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. Lassen Sie uns weitermachen und daran arbeiten, dieses Vertrauen wiederherzustellen. Anna, ich denke, wir haben gute Fortschritte beim Wiederaufbau unseres Vertrauens gemacht. Ich schätze Ihre Ehrlichkeit und Ihren Willen, die Dinge in Ordnung zu bringen. Danke, John. Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe, aber ich bin froh, dass wir ihn aufarbeiten und weitermachen konnten. Ich auch, Anna. Dieser Vorfall war eine wertvolle Lektion für uns beide. Wir haben gelernt, wie wichtig eine offene und ehrliche Kommunikation, Verantwortung und Rechenschaftspflicht in finanziellen Angelegenheiten sind. Auf jeden Fall, John. Und ich bin dankbar für Ihre Unterstützung und Anleitung während dieses Prozesses. Natürlich, Anna. Wir alle machen Fehler, aber es ist wichtig, daraus zu lernen und voranzukommen. Ich bin hier, um dir auf jede erdenkliche Weise zu helfen. Danke, John. Ich schätze Ihre Freundschaft und Unterstützung sehr. Jederzeit, Anna. Lassen Sie uns weiterhin zusammenarbeiten und eine stärkere Beziehung aufbauen, die auf Vertrauen und Ehrlichkeit basiert. Danke für das Aufpassen. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal. Treffen wir uns bald in unserem nächsten Video.